Herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green bzw. auf unserer Robi-Testfläche, denn da geht es mit sehr großen Schritten voran. Wir haben nämlich schon eingesät. Ihr habt in einem der letzten Videos gesehen, dass unsere Fläche unsere Robi-Testfläche vorbereitet wurde von einem Landwirt. Und wir haben ja auch Sand einarbeiten lassen. Zumindest war das die Aufgabe von dem Landwirt, diesen Sand einzuarbeiten. Und da muss ich echt sagen, er hat seine Aufgabe nicht wirklich gut erledigt. Er hat den Sand mehr oder weniger punktuell oben drauf geworfen. Und wir haben stellenweise echt fast 5 cm Sand gehabt. Und das ist halt mega, mega ärgerlich. Wir gehen jetzt mal durch, wir schauen uns mal die Fläche an. Und wie erwähnt, wir haben auch schon eingesät, die Bodenbearbeitungen sind abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben auch mega viel von Hand nachgearbeitet. Wir haben wirklich Tage und Nächte hier verbracht und haben hier richtig, richtig gut gearbeitet. Wir haben auch die Robi-Flächen eingeteilt und das seht ihr alles jetzt, wie wir es gemacht haben und was wir uns dabei gedacht haben. Bevor es richtig losgeht, möchte ich mich aber erstmal bei der Firma Eurogreen bedanken, denn die haben uns es auch ermöglicht, dass wir hier völlig kostenlos Samen, Dünger, Bodenaktivator, alles zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und da muss ich echt sagen, geiler Service, richtig cool. Vielen Dank nochmal dafür. Und aus dem Grund steht auch hier oben Werbung dran. Also von dem her braucht ihr euch nicht wundern. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mal die komplette Fläche ab und schauen uns einfach mal die Robi-Testflächen an und sag immer was dazu, denn wir haben 3 verschiedene Grassamen eingesät. Warum, wieso, weshalb, seht ihr jetzt. Ich befinde mich hier auf der ersten Testfläche. Keine Robi-Testfläche, denn es wird eine Blumenwiese. Diesmal auch die von Eurogreen, eine mehrjährige Blumenwiese. Das Ganze wird hier, ihr seht, wir haben auch mit Markierungsspray alles mal markiert, damit ihr auch seht, wie groß das Ganze ist. Wir zeigen auch noch, oder wir lassen nachher auch mal die Drohne hoch, dann sieht man es, glaube ich, von oben richtig gut. Die Blumenwiese hat, ich meine, um die 80 Quadratmeter, müsste es sagen. Kameramann nickt, ja, er hat es ausgerechnet, es sind 80 Quadratmeter Blumenwiese. Die umfasst dann den ganzen Bereich, wie gesagt, mehrjährig. Und ihr seht auch schon, hier ist keinerlei Sand eingearbeitet, obwohl wir hier eigentlich Sand haben wollten. Da wurde schon der erste Fehler gemacht von ja, unserem Auftragnehmer. Ja, wie gesagt, Blumenwiese und dadurch wollen wir hier auch etwas abschotten, damit man die Robis nicht gleich sieht. Und hier unten, wo dann der Sand anfängt, ist dann schon die erste Robi-Testfläche und die umfasst auch diesen Bereich. Das bedeutet, wir haben hier eine Robi-Testfläche von über 300 Quadratmeter. Genau genommen sind es 310 Quadratmeter, ist die erste Robi-Testfläche. Hier haben wir bewusst auch ein L symbolisiert, versucht nachzumachen. Und ihr seht auch schon, das Gelände hier ist extrem abschüssig. Wir haben hier einen mega Hang drin, den wir nachher auch noch mal ausrechnen, wie steil er ist. Und da glaube ich auch, da wird der ein oder andere Robi definitiv an seine Grenzen kommen, weil hier ist es wirklich, wirklich extrem. Und vor allem, er muss im Hang wenden. Und das sind für die Robis die meisten Probleme, nicht der Hang selber, sondern wenn sie am Hang wenden müssen, wenn sie ans Begrenzungskabel hinkommen, da haben die meisten Probleme. Und das hat er in diesem Bereich nach hinten. Da ist ein ordentlicher Hang, da flacht es aber wieder etwas ab. Aber das Hauptproblem ist hier in diesem kleinen Busch oder Bäumchen oder was auch immer das ist. Wir haben hier auf der ersten Robi-Testfläche haben wir hier einen Samen verwendet, weil das die größte Fläche ist von allen. Das ist ein Trockenrasen, ein Mediterran von Eurogreen. Der hat sehr viele Rohrschwingel drin und das Rohrschwingelgras soll ja wirklich extrem tief runterwurzeln. Realistisch
40 bis 60 Zentimeter in den Boden rein, je nachdem, wie der Boden locker beschaffen ist. Und da sind, muss ich kurz zusammenrechnen, 70% von dem Rohrschwingel, 10% vom Lolium perenne und 20% vom Poa pratensis. Wie gesagt, alles schon ausgesät und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze aufgeht, beziehungsweise wie der ist, weil Rohrschwingel soll relativ breitblättrig sein und da bin ich auch gespannt, wie die Robis damit klarkommen. Aber meiner Meinung nach wird das ein Rasen der Zukunft sein, denn Bewässerung, so wie hier auch, ist halt leider nicht immer. Ja, Wasser ist auch beim Rasen natürlich das A und O, nicht nur bei der Neuanlage, sondern auch später. Apropos Neuanlage, wir haben hier ja wie erwähnt kein Wasser und wir haben jetzt Ende Mai und wir haben trotzdem eingesät. Warum? Ganz einfach, wir sind oder waren in der Zwickmühle. Mitte Mai wurde der Boden vorbereitet, schön gelockert vom Landwirt und dann muss man relativ zügig einsäen. Es gab ein, zwei heftige Gewitter, sodass der Boden wieder drohte zuzuschwemmen. Deswegen haben wir gesagt, wir riskieren es und säen Ende Mai, Anfang Juni säen wir ein. Und da ein Tipp an euch. Bitte, wenn ihr einsäen wollt, nutzt den Frühjahr oder nutzt den Herbst. Niemals, so wie wir jetzt Anfang Juni oder Ende Mai, Anfang Juni einsäen, weil es kann schief gehen. Wir haben jetzt wirklich etwas abgewartet. Es ist 2 Wochen her, als hier der Boden geebnet wurde. Und wir haben bewusst jetzt abgewartet. Das Wetter ist nicht mehr ganz so warm. Wir haben jetzt Temperaturen um die 25 Grad und es soll laut Wetterbericht immer wieder mal ein Gewitter geben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir riskieren es einfach. Wir haben auch auf der kompletten Fläche, also jede Saat hat die gleichen Bedingungen. Wir haben auch hier auf jeder Fläche also wir haben uns immer an die Herstellerangaben gerichtet, auch was die Saatgutmenge angeht etc. Und wir haben auch auf jeder Fläche einen Starterdünger ausgebracht, einen rein mineralischen Starterdünger. Das ist der einzige mineralische Anteil, wo diese Fläche hier sieht. Der Rest wird alles organisch bzw. mineralisch-organisch gedüngt mit dem Loopy Green. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben ordentlich Bodenaktivator ausgebracht. Den Terracur von Eurogreen, da haben wir ja generell sehr gute Erfahrungen und der wurde auch überall ausgebracht, nur nicht auf der Bienenwiese bzw. Blumenwiese, weil da soll man ja einen sehr mageren Boden haben. Ja, die zweite Testfläche, also wie gesagt die erste, die war ja wirklich bewusst extrem steil, auch etwas größer. Die zweite Testfläche ist relativ einfach gewählt, damit wir auch hier die kleinen Robis testen können. So einen ganz kleinen Gardena, diese Fläche hier hat 210 Quadratmeter, 210 Quadratmeter müsste die haben. Und hier ist eigentlich kaum ein Hindernis drin. Wir haben hier einen Baum, der zweite Baum und da hinten ist noch einer. Wir haben 3 Bäume. Und sonst ist die Fläche wirklich eigentlich schön gerade, eben. Und hier sollte eigentlich jeder Robi damit klarkommen. Hier gibt es eigentlich gar nichts, wo er festfahren könnte oder Probleme machen könnte etc. Da schauen wir mal, wie so ganz günstige Mährobis das machen. Ja, was haben wir hier von Samen verwendet? Hier haben wir einen reinen Sportrasen gewählt. Und zwar von Eurogreen, der WM-Rasen. Er wird deklariert als WM-Rasen. Das ist ein Rasen, der ausschließlich aus Lolium perenne und die pratensis besteht. Und zwar sind hier, kurz nachschauen, 70% Lolium perenne und 30% die pratensis in verschiedenen Anteilen drin. Und ich glaube, diese Fläche hier wird richtig, richtig cool. Allerdings ist hier relativ viel Sonne, nicht so viel Sonne wie in der ersten Fläche. Von dem her bin ich gespannt, wie der Rasen hier wird und vor allem, wie schön dicht er wird und auch im Vergleich zu den anderen Rasen wird. Denn die Rasenfläche Nummer 3, die hat es dann auch wieder in sich. Da sind dann extrem viele Hindernisse drin. Die dritte Robi-Testfläche, die hat es wirklich in sich. Die hat mega viele Hindernisse drin und auch gar nicht einfache Hindernisse. Ihr seht hier, es sind viele Bäume drin und auch dieser Baum hier. Wir haben
den bewusst so gelassen, damit er hier wirklich mal hochkommt oder auch nicht oder festfährt oder wie auch immer. Und die ganzen Bäume, die werden auch nicht ausgegrenzt. Es wird kein Baum und kein Hindernis hier ausgegrenzt. Für das sollen die Robis ja, manche haben ja schon Hinderniserkennung und manche haben ja auch einen Bumper. Manche haben auch einen Bumper, aber funktioniert nicht. Deswegen bleiben hier alle Hindernisse komplett frei sozusagen, nicht ausgegrenzt. Es kommt nur ein Begrenzungskabel drumherum. Diese Fläche hat wie gesagt sehr viele Bäume drin und vor allem auch hier ein sehr abschüssiges Gelände wieder am Rand und auch extrem uneben. Hier haben wir gesagt, wir lassen es bewusst sehr uneben. Hier ist noch ein Baumstumpf drin. Dann haben wir auch hier von den Lichtverhältnissen sehr unterschiedliche Verhältnisse. Wir haben hier jetzt eigentlich den ganzen Tag Sonne in diesem Bereich. Dann sind sehr viele Bäume, wie gesagt, drin. Und hinter der Hütte, da geht es nämlich weiter, weil diese Fläche hier hat 240 Quadratmeter und somit eigentlich auch ideal für einen Test als mittelgroßer Garten, wo wirklich sehr viel Unebenheiten drin sind, beziehungsweise Hindernisse. Und hier, wo ich mich jetzt befinde, ist eigentlich der ganze Tag Dauerschatten, weil hier ein wahnsinnig großer Baum ist und hier dann auch die Hütte Schatten abwirft. Und aus dem Grund haben wir hier für diese Fläche den Rasana Top gewählt. Es ist kein Schattenrasen, ja, weil wir hier auch sehr viel Sonne haben und in dem Sonnenbereich wir nicht wässern können, haben wir den Rasana Top gewählt. Der hat relativ viel Festuca-Anteil drin. Und die Festuca hat einfach den Vorteil, sie braucht wenig Nährstoffe und braucht relativ wenig Wasser. Nährstoffe aus dem Grund wenig. Wir düngen zwar hier auch, wir düngen genauso viel wie die anderen Flächen, aber die Bäume, die ziehen so viel Nährstoffe raus. Deswegen wird hier wahrscheinlich die Festuca Überhand gewinnen, weil sie, wie gesagt, sehr wenig Nährstoffe braucht. Ja, wie gesagt, alles schon soweit vorbereitet und wie wir das gemacht haben, da gehen wir jetzt kurz drauf ein, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und wie gesagt, es war für uns eine Schwerstarbeit und deswegen gehen wir jetzt jeden Arbeitsschritt mal durch. Die Bodenvorbereitung ist wirklich das A und O bei einer Neuanlage. Deswegen nehmt euch da Zeit, lasst euch Zeit und macht die Arbeitsschritte richtig und vor allem auch sehr gewissenhaft. Für mich war es eine große Neuheit, hier nicht so gewissenhaft zu arbeiten wie sonst bei mir zu Hause. Wir wollten ja hier bewusst einen etwas rustikaleren Boden hier haben. Aber dennoch ist es sehr wichtig, dass die Vorbereitungen gut und vor allem auch richtig gemacht werden. Fakt ist, wir haben als allererstes, wir haben ja zwar, der Landwirt hat alles grob verteilt, auch den Sand verteilt. Er ist nur punktuell ausgeworfen. Wir haben es dann noch versucht unterzumischen mit einem Rechen und haben erstmal die komplette Fläche von Hand abgerecht. Wir haben abgestorbenes Material raus, wir haben Äste raus, Tannenzapfen raus, Steine raus, nicht alle, aber zumindest dann die ganz groben Steine raus. Und dann haben wir die Fläche soweit vorbereitet gehabt, wo wir sagen, okay, jetzt passt es einigermaßen. Wir haben auch die ganz groben Erdbollen haben wir auch raus, so dass es relativ feinkrümelig war. Dann sind wir aber hergegangen und haben die komplette Fläche mit dem Rasenrakel abgearbeitet, damit wir auch wirklich nochmals die gröberen Erdbollen zerschlagen und auch schön verteilen und auch die Spuren vom Schlepper, Traktor, wie auch immer ihr dazu sagt, die haben wir dann auch nochmals geebnet und so, bis wir sagen, okay, jetzt kann eigentlich ein Robi soweit fahren. Dann sind wir her und haben das Ganze einfach mal ein bisschen setzen lassen, 1-2 Tage, da ist auch mal ein Regen rüber und dann sind wir her und haben nochmals mit dem Rechen in Längs- und Querrichtung die Erde wieder aufgelockert. Richtig schön locker gemacht, auch kurz nach dem Regen, wo es auch etwas feuchter war, da ging es einfacher. Und dann haben wir einen Bodenaktivator ausgebracht, ziemlich viel, ziemlich genau 100 Gramm pro Quadratmeter. Und dann haben wir Starterdünger ausgebracht. Dann sind wir her und haben die Testflächen, dementsprechend das Gras abgewogen, also die Samen abgewogen, so wie es der Hersteller vorschreibt, und haben Samen eingesät und sind dann nochmals mit dem Rechen
gut drüber, längs und quer und haben das Ganze schön vermischt, sodass der Samen schön nach unten fliegt, nicht tiefer als 1 Zentimeter. Eigentlich, wir sagen ja immer abdecken obendrauf mit Blumenerde oder sonst irgendwas oder Humus. In dem Fall für fast 1000 Quadratmeter war uns das zu viel Arbeit. Deswegen haben wir es eingerecht, richtig gut eingerecht und sind dann mit einer Walze drüber und haben das Ganze fest angedrückt. Und dann ist eigentlich soweit fertig und jetzt warten wir nur noch auf den Regen. Und dann sollte eigentlich die Fläche nicht mehr abtrocknen. Aber ihr habt schon gesehen, die Fläche, die ist jetzt schon trocken. Da hoffen wir einfach auf die Natur. Alles, was jetzt nicht kommt, bringt auch nichts, wenn ihr im August oder so nachsät. Da dann einfach warten, das machen wir auch. Wir warten dann einfach auf September, Ende Oktober, Anfang September. Da säen wir dann nochmals ordentlich nach, bei den Stellen, wo nichts kommt. Ich persönlich gehe davon aus, da wird nicht allzu viel kommen, weil der Boden zwar gut vorbereitet ist, aber das Wetter einfach nicht mitspielt für Ende Mai. Aber wie schon erwähnt, wir mussten einsäen, weil sonst der Boden wieder komplett zu gewesen wäre mit Unkraut, Altgras etc. Und dann müssten wir nochmals von vorne anfangen. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es einfach. Und ich glaube, mal hier, mal da wird schon was kommen. Ihr dürft gespannt sein, so wie ich auch. Ich bin auch mega gespannt. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich freue mich jetzt schon mega, wenn hier der erste Robi läuft. Und wir haben auch vor, eine Hängematte zu installieren. Dann können wir auch mal da etwas relaxen. Ein Kühlschrank kommt noch her etc. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Wir halten euch auf dem Laufenden und ich würde einfach sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, unten in die Kommentare, Wünsche, Anregungen unten in die Kommentare. Von daher sage ich einfach mal ciao, bis zum nächsten Video.